Halleluja, Halleluja, Halleluja. So, bitte setzt euch kurz. Ich werde nicht lange reden, keine Sorge. Ich möchte einfach gerne einen Traum mit euch teilen. Und zwar, ihr wisst, im Jahr 2012, 2013 war der James sehr krank oder war in Behandlung. Er ist aufgrund dessen auf eine wahrscheinlich lebenslange Neurorehabilitation angewiesen. Nun, damals war das so, dass in den unterschiedlichen Kliniken und Krankenhäusern, wo wir waren, haben wir dort hautnah die Zweiklassenmedizin erlebt. Wir haben einerseits Menschen gesehen, die, weil sie mehr Geld hatten, schneller drangekommen sind und die bessere Behandlungen bekommen haben. Und dann haben wir wiederum die anderen gesehen, die nicht so viel Geld hatten, die keine Privatversicherung hatten und die deshalb einfach so gut wie nie drankamen und der Termin wurde immer mehr und mehr hinausgezögert. Und da ist sehr viel Leid, da war sehr viel Leid, auch in Hochzell, wie in allen Krankenhäusern Europas werden immer die Privatpatienten vorgezogen und jene, die nichts haben oder die wenig haben, die müssen dann einfach warten und leiden. Das war so ein bisschen unsere Vision, als wir damals das Haus am Glückos gegründet haben. Und wir haben das Haus am Glückos gegründet, das ist ein Ambulatorium für Neurorehabilitation, wo wir zunächst beschlossen haben, Kinder kostenlos zu behandeln. Dort im Haus St. Lukas wird auch der Pater behandelt und die Kinder werden dort kostenlos behandelt bis zum 13. Lebensjahr. Und wir haben dafür 2 Millionen Euro Schulden auf uns genommen. Das sind die Schulden, die ich auf mich genommen habe. Ich werde meine Schulden abbezahlen, darum bitte ich nicht. Das ist nicht Geld wegen meinen Schulden, weshalb ich hier bin, sondern ich bin hier, weil ich die Vision, die wir haben, mit euch teilen möchte. Wir hatten den Gedanken, dass wir es eigentlich grundsätzlich für alle kostenlos machen sollten, damit niemand mehr lange warten muss, bis er das bekommt, was er eigentlich braucht. Und es gibt auch viele Menschen in Österreich, die sind älter oder sie haben einen Schlaganfall oder eine Lähmung oder Parkinson oder Multiple Sklerose und sie bräuchten diese Behandlung und sie können sie nicht bekommen, weil sie sich diese Behandlung nicht leisten können. Ja? Die können sich nur die Behandlung leisten, was die gesetzliche Krankenkasse gibt. Und ihr wisst, wie die gesetzlichen Krankenkassen sind, da brauchen wir euch nichts zu erzählen. Und es ist unser Traum, dass wir alle kostenlos so machen. Aber ich verdiene nur 30.000 im Monat und das allermeiste Geld, was ich habe, stecke ich in das Haus St. Lukas hinein. Ich lebe kein Leben ins Haus und Haus und das ist auch immer noch keine Rolex. Wir nehmen immer für uns von dem Geld, was ich verdiene, was die Familie zum Leben braucht. Unser Haus ist schon runtergekommen, wir haben im Haus nichts getan, dass es uns peinlich ist, um Leute einzuladen, aber wir sind der Auffassung, dass der Herr uns dazu berufen hat, ein Leben in Einfachheit zu leben. Aber der Herr hat uns auch dazu berufen, zu schenken und den Armen zu geben. Ich bin hier, weil wir möchten euch die Möglichkeit geben, an diesem Traum teilzunehmen. Wir brauchen 50.000 Euro im Monat, um das Haus St. Lukas zu betreiben. Und wenn wir es für alle kostenlos machen möchten, ja, sind das die Erhaltungskosten von diesem Ambulatorium. Wenn jeder einzelne von uns hier jeden Monat 100 Euro geben würde, hätten wir keine Sorgen mehr. Dann könnten wir dieses Haus unbefristet lang aufrechterhalten und wir könnten dort für alle kostenlos Privatbehandlung anbieten. Nun, die Frage ist, ob ihr das wollt. Ich schaffe es alleine nicht. Ich muss die Familie ernähren und ich schaffe es vielleicht, dass die Kinder kostenlos behandelt werden, aber wir schaffen es nicht, dass alle kostenlos behandelt werden. Und diesen Traum wollte ich mit euch geteilt haben.
Nicht wegen der Kollekte heute, sondern wegen der Kollekte, wegen den Früchten, die wir ein Leben lang womöglich geben wollen. Ich bin mir sicher, dass ihr den Herrn liebt. Wir lieben alle den Herrn, wir lieben alle Jesus und wir wollen alle Früchte tragen. Aber es steht uns frei. Es ist unsere Freiheit zu entscheiden, wo und in welche Richtung wir aufblühen, in welche Richtung wir Früchte tragen werden. Ich stehe da, hier jetzt mit einem Früchtekorb. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier mit uns diese Früchte tragen. Und das wollte ich mit euch geteilt haben. Falls ihr das Haus St. Lukas unterstützen wollt, ihr wisst, wo wir so finden sind, in Salzburg, Haus St. Lukas, Salzburg. Und dort findet ihr auch alles, was ihr braucht, um diesen Traum gemeinsam mit uns zu tragen und einfach die Liebe Jesu und sein Erbarmen an all jene zukommen zu lassen, wo das brauchen. Anfügen möchte ich noch, dass wir im Haus St. Lukas auch einen Gebetsdienst eingeführt haben. Für alle, die es möchten, alle Kranken, die dort hinkommen, können, wenn sie wünschen, auch Gebete von uns in Anspruch nehmen. Halleluja. Halleluja. So, wir können mit der Messe beginnen. Gut? Messe? Sing seinen Namen mit aller Kraft, denn er
Restaurant. Das ist kein Restaurant. One Croatian lady came and told her daughter was healed from cancer and said testimony. Eine kroatische Dame kam und sagte mir, ihre Tochter wurde vom Krebs geheilt. Das ist ein Zeugnis. The lady is American and put her hand. Diese Dame ist hier unter uns und kann die Hand heben, da ist sie. When she came to give testimony, the time was over. Als sie gekommen ist, um Zeugnis zu geben, war die Zeit vorbei. Hallelujah. She said testimony. Kein Zeugnis. Today is Sunday. Heute ist Sonntag. I'm not saying the Sunday Mass as the food told you. Ich zelebriere nicht die Sonntagsmesse, so wie es gut gesagt hat. Today is a feast of Gedächtnis der Schmerzen Mariens. Heute ist das Fest vom Gedächtnis des Schmerzen Mariens. And it's an important feast in the Catholic Church. Das ist ein wichtiges Fest in der katholischen Kirche. And Mother of Sorrows is the patroness of my congregation. Und die Mutter des Schmerzen ist die Schutzpatronin meiner Ordensgemeinschaft. You know, I belong to missionaries of St. Francis de Sales. Ihr wisst, ich gehöre zu den Missionaren vom heiligen Franz von Sales. The patron is St. Francis de Sales and patron is Mother of Sorrows. Der Schutzpatron ist der heilige Franz von Sales, Schutzpatronin ist die Mutter des Schmerzen. This is one of the reasons I have special relation to the parish in Manjackal. Deshalb habe ich auch eine besondere Beziehung zur Pfarrerin der Mariengasse. That also is in the patronage of Mother of Sorrows. Und das ist auch unter dem Schutz der Mutter des Schmerzen. And they're having the 80th anniversary celebration in the parish. That's why Father Florian is missing. Und sie haben den 80. Jahresfeier in der Pfarre und deshalb ist der Pater Florian heute nicht da. And Father Florian was the parish priest there for 25 years. Und Pater Florian war dort Gemeindepfarrer über 25 Jahre hinweg. Hallelujah. Halleluja. And from the year 2000, I was related to that parish. Und vom Jahr 2000 an bin ich mit dieser Pfarre in Beziehung. And St. Thomas Prayer Group was founded in 2000. Und die Gebetsgruppe St. Thomas wurde im Jahr 2000 gegründet. So, those who are from the parish of St. Manjackal know my love to them and relationship. Also jene, die aus der Pfarre Mariengasse sind, kennen meine Liebe zu ihnen und die Beziehung, die wir seit Jahren haben. How many are here from that parish? Please can you lift the hands? Bitte hebt die Hände aus der Marienpfarre. Wie viele sind hier? Hebt die Hände. Yeah, few are here. Das sind einige da. Many would have come today, but they have the feast celebrations. Viele wären heute noch gekommen, aber sie haben das 80. Jubiläumsfeier. As you know, I am in Austria for last 23 years. Wie ihr wisst, ich bin seit 23 Jahren hier in Österreich. Although I don't speak your language. Obwohl ich eure Sprache nicht kenne. Hallelujah. Halleluja. I told you in the year 98, I gave my first retreat in Augsburg, Germany, and in Marianeum in Vienna. Und zeige ich im Jahr 1998 habe ich meine ersten deutschsprachigen Exerzitien in Augsburg, Deutschland und in Marianeum in Wien. So, much love to you, I think. So habe ich eine große Liebe zu euch, I denke don't know you love me or not. ich. Ich weiß nicht, ob ihr mich liebt oder nicht. I love you. Ich liebe euch. And about the creation, you must know, I preach retreat in all the major cities. Und über die Kroaten müsst ihr wissen, ich habe Exerzitien in allen ihren Hauptstädten gepredigt. And in all seminars, they call exercitation seminar, thousands and thousands rushed. Und in allen Seminaren sind Tausende oder Tausende gekommen. Then the Bishop Conference made a decision not to allow priests from other countries to preach in their country. Und dann hat die Bischofskonferenz die Entscheidung getroffen, keine ausländischen Priester in Kroatien predigen zu lassen. So nobody from America or India or Germany can go and preach retreat in Croatia. So darf keiner aus Amerika, Indien oder aus sonst Deutschland oder einem anderen Land in Kroatien Exerzitien predigen. They say they want to keep their spirituality and not to be disturbed by the charismatic spirituality.
Sie sagen, sie wollen ihre Spiritualität behalten und nicht von der charismatischen Spiritualität gestört werden. As you, Germans and Austrians or people from Switzerland love me, they also love me. So wie ihr, Deutsche, Österreicher, Menschen aus der Schweiz, die ihr mich liebt, so lieben sie mich auch. They like to come to me and to hear from me and to pray with me. That's why they took all the trouble to get bus and come here. Sie würden gerne zu mir kommen, mir zuzuhören, sie haben es gebeten. Und deswegen haben sie die Mühe auf sich genommen, mit dem Bus hierher zu fahren. Even when they asked the priest to come with them for confession or mass, they refused to come with them. Sogar als sie gebeten haben, Priester gebeten haben, zu kommen mit ihnen und die für Beichtung heilige Messe, diese Priester haben sich geweigert. So pray for the Church of Croatia. So betet für die kroatische Kirche. Not that I may be able to go, but the church may open to all other priests in the world. Nicht, dass ich dorthin gehen kann, sondern damit die Kirche sich öffnet für alle anderen Priester auf der ganzen Welt. Catholic Church means universal church. Die katholische Kirche ist die universelle Kirche. By law, no church can forbid priests from other countries. Dem Recht nach darf keine Kirche Priester aus anderen Ländern verbieten. They can forbid priests, not country-wise. Sie können zwar einzelne Priester verbieten, aber nicht länderweise. So now they are going against the spirit of the Catholic Church. So pray for Croatian Church. So gehen sie jetzt gegen den Geist der katholischen Kirche, so betet für die kroatische Kirche. Hallelujah. Halleluja. Don't think because I want to go there and preach, no. Denn nicht, es ist besser, weil ich noch hingehen möchte. The universal church means we are one. Die universelle Kirche bedeutet, wir sind In the eins. morning we prayed together, you remember? Am Morgen haben wir gemeinsam gebetet, könnt ihr euch erinnern. In the church, no Croatian, no Bosnian, no Austrian, no German. We are all one in Christ. In der Kirche gibt es keine Kroaten, keine Bosnier, keine Serben, keine Österreicher. Wir sind eins in Christus. Now we are going to share the same body of Christ, same blood of Christ. Werden wir am gleichen Leib Christi, am gleichen Blut Christi Anteil haben. Hallelujah. Halleluja. When I'm closing the eyes. Der Augenblick The Lord ist bless hier. us. Wir wollen den Herrn bitten, uns zu segnen. It is a Thanksgiving Mass for the 3 days of retreat. Eine Danksagung-Schwester für die 3 Tage Exerzitien. The very meaning of the word Eucharistie means thanksgiving. Die Bedeutung des Wortes Eucharistie bedeutet Danksagung. The great Thanksgiving was Jesus offering himself to God the Father on behalf of the humanity, the whole humanity. Die größte Danksagung war Jesus, der sich Gott, den Vater, opfert für die ganze Menschheit. And we are now participating in the same sacrifice of Calvary. Und wir nehmen diesen Anteil am gleichen Opfer vom Kalvarienberg. Again in spirit, closing the eyes. Let's come to Calvary. Wieder im Geist wollen wir die Augen schließen. Kommen wir zum Kalvarienberg. Let's be close to the heart of Jesus. Offer ourselves, consecrate ourselves to Jesus. So wollen wir uns im Herzen Jesu öffnen und uns selbst dem Herzen Jesu weihen. And give to the Father, the Creator. Und das uns seinem Herzen geben, seinem Schöpfer. And see the mother of sorrow standing at the foot of the cross. Und sie, die Mutter der Schmerzen, am Fuß des Kreuzes steht. To her heart, let's offer ourselves to the heart of Jesus. Durch ihr Herz wollen wir uns selbst im Herzen Jesu aufopfern. Father in heaven, we are here to offer this Mass as a thanksgiving for all the blessings you have given us. Vater im Himmel, wir sind hier, um diese heilige Messe aufzuopfern, um als eine Danksagung für alle Segnungen, die du uns geschenkt hast. We join our hearts with all the priests, bishops, deacons, and all the people of God in the Catholic Church. Wir teilen unsere Herzen mit den Herzen aller Priester, Bischöfe und Diakonen und mit allen treuen Gläubigen in der katholischen Kirche. Without any discrimination, distinction, with the entire Church, with the Holy Father, Pope Francis, we offer this Mass. Ohne Diskriminierung und Unterscheidung mit der ganzen Kirche opfern wir uns gemeinsam mit dem Papst Franziskus. Let's hold our hands and be one. Wollen wir die Hände halten und eins sein And offer ourselves in spirit of truth. und uns selbst im Geist und der Wahrheit opfern. In the spirit, think of your own bishop and your own parish priest. Im Geist denk an deinen eigenen Bischof und deinen eigenen Gemeindevater. Together with them and with all the priests and with all the bishops and popes, we offer this Mass. Gemeinsam mit ihnen und mit allen Priestern, allen Bischöfen und Päpsten opfern wir die heilige Messe auf.
Father, we are one. Vater, wir sind eins. Surely there are divisions, there are separations in our church. Es tut uns leid, dass es Trennungen und Teilungen gibt in unserer Kirche. Forgive us, Lord. Vergib uns, Herr. Now we are holy, Lord. Wir sind wir heilig, Herr. There is unholiness in the church. Wer ist Unheiligkeit in der Kirche? Send your Holy Spirit and sanctify the entire church. Sende, Herr, deinen Heiligen Geist und heilige die volle Kirche. We are Catholics, Lord. Wir sind Katholiken, Herr. Surely many left the Catholic faith. Es tut uns leid, viele haben den katholischen Glauben We verlassen. pray that you bring them back. Wir beten, dass du sie zurückführst, Herr. We are together as one. Wir sind gemeinsam hier Offering the eins. same sacrifice you offer on Calvary. Und wir bringen das gleiche Opfer dar, das du auf dem Kalvarienberg dargebracht Let the blessing fall on us all and even all those who passed away. Lass die Segnungen über uns alle herabkommen, über all jene auch, die dahingeschieden sind. Mary, Mama, be with us. Maria, Mama, sei mit uns. Not only now, in the offering of our life to Jesus, be with us, Mama, always. Nicht nur jetzt, sondern wenn wir unser Leben Jesus aufopfern, Mama, sei immer mit uns. Thank you, Father. Danke. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Yes, in the beginning of the Mass, there's a time we acknowledge our sin and ask God's mercy. Am Abend der Heiligen Messe ist eine Zeit, da bekennen wir unsere Sünden und bitten Gott um Erbarmen. This is called act of contrition or act of repentance. Das ist ein Akt der Reue oder ein Akt der Sühne. But it's not confession, not baptism. Ein Reuebekenntnis, aber das ist keine Beichte. You will not get absolution for your sin in the beginning of the Mass, please. Du kriegst nicht die Lossprechung deiner Sünden am Anfang der Heiligen Messe, bitte. If you want absolution for your sin, you have to go to a priest and confess your sin, that is Catholic Church. Wenn du die Lossprechung deiner Sünden haben möchtest, dann musst du zu einem Priester gehen und dort deine Sünden beichten. Denn das ist die katholische Kirche. You know, church is very, very careful about confession, not even allowing confession through telephone. Und wisst ihr, die Kirche ist sehr vorsichtig mit der Beichte. Sie gestattet nicht einmal die Beichte übers Telefon. You know the reason? The secrecy of confession. Confession secret. Der Grund dafür ist das Beichtgeheimnis. Whatever you speak to a confessor, he has to keep us a secret, 100% secret. Was auch immer du einem Beichtvater sagst, muss er als Geheimnis, hundertprozentig als Geheimnis bewahren. When we study in the seminary, wenn wir im Seminar studieren, we are taught when the priest died and go to the gate of heaven, Peter would ask two main questions to priest. Wird uns gesagt, wenn der Priester stirbt und vor der Himmelspforte steht, wird der heilige Petrus dem Priester zwei Fragen stellen. Number one. Nummer 1. Did you keep the secrecy of confession? Have you divulged the secrecy of confession for anything? Hast du das Beichtgeheimnis bewahrt? Hast du das Beichtgeheimnis, egal aus welchen Gründen, jemals gebrochen? Have you celebrated the Mass for which you received stipend? Hast du die heilige Messen gefeiert, die dir stipendiert wurden? These are the two big sins we will be accused of. Das sind die beiden großen Sünden, wo die Priester vorgebracht werden. That's why after the Mass, after the retreat, when I go, I open the envelope, count the Masses number, and write down, and correctly I take the stipend. You know, I cannot say all those Masses, so I send to other missionaries in Africa or India. Und deshalb, nach den Exerzitien, wo ich hingehe, nehme ich alle Messstipendien, und ihr wisst, ich kann nicht alle heiligen Messen alleine feiern, und deshalb schicke ich viele von den heiligen Messen an Missionare in Indien, in Afrika. And I make sure that the Masses are celebrated within 3 months at least. Und ich vergewissere mich, dass diese heilige Messen binnen der nächsten 3 Monate, zumindest binnen der nächsten 3 Monate gefeiert werden. As you know, the missionaries in India and Africa receive this Mass stipend with great gratitude. Because as you know, in no other countries except in German-speaking countries, the priests are paid.
Wisst ihr, und die Priester in Indien und Afrika, sie empfangen diese Stipendien mit großer Dankbarkeit. Denn ihr wisst, in keinem anderen Land, außer in Deutschland und Österreich, werden Priester auch wirklich bezahlt. They are living on my stipend and other gifts given by the people of God. Sie leben von Messstipendien und von anderen Geschenken von dem Volk Gottes. Hallelujah. Halleluja. And you have church tax, and from that the priests are paid. Und ihr habt Kirchensteuer und davon werden Priester bezahlt. And these are the reasons why many of your priests may not be encouraging you to offer masses. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum viele eurer Priester euch nicht dazu ermutigen, heilige Messen aufzuopfern. Again, I say my children at every mass and every Ambetung adoration, or whenever when somebody says, oh sorry, the souls in purgatory are waiting to get at least little blessing. Wieder einmal sage ich meinen Kindern, bei jeder einzelnen heiligen Messe, bei jeder einzelnen Anbetung, bei jedem einzelnen Rosenkranz, warten die Seelen im Fegefeuer, ob sie zumindest einen winzigen Segen bekommen kann. You don't know the fire in which they are suffering. Ihr wisst nicht, in welchem Feuer sie leiden. I see it often, almost every day. Ich sehe es oftmals, fast jeden Tag. The burning fire in hell and in purgatory are same. Das brennende Feuer in der Hölle und im Fegefeuer sind das Gleiche. Only difference, those who are in purgatory have the hope. One day they can go to heaven. Der einzige Unterschied ist, die Leute im Fegefeuer haben die Hoffnung, dass sie eines Tages in den Himmel kommen können. They suffer with joy and hope. So leiden sie mit Freude und Hoffnung. And the suffering is same, my children. Und das Leid ist das Gleiche, meine Kinder. Even a small one saying, one Our Father for souls in purgatory, bring comfort, consolation. So, selbst ein winziger Vater unser für die Seele im Fegefeuer bringt ihnen Trost. So my children, don't follow the Protestant or Free Church theory or dogma and stop praying for those who passed away. Also meine Kinder, geht nicht den Dogmen oder Lehren der Protestanten, der Freikirche nach und die nicht mehr für die Seele im Fegefeuer beten. Recently one of my cousins died. Neulich ist ein Cousin von mir gestorben. And I decided to offer a Gregorian Mass. But I was already saying a Gregorian Mass for somebody else. I delayed. Und ich habe beschlossen, eine gregorianische Messe aufzuopfern, aber ich hatte bereits eine gregorianische Messe für jemand anderen versprochen und deshalb war ich etwas später. After 2 days of his death, he appeared to me and said, Father James, hurry up with Mass for me. Nach 2 Tagen nach seinem Tod ist mir erschienen und sagte, Vater James, bitte beeil dich mit der heiligen Messe für dich. I'm in this fire for so long. Ich bin schon so lange in diesem Feuer. I said, only 2 days you died, even your body is not buried. Ich sagte, du bist erst vor 2 Tagen gestorben, dein Leib ist noch nicht einmal begraben. Immediately he said, Father James, time here and time on earth are different. Ich sagte sofort, Vater James, die Zeit hier und die Zeit auf Erden sind anders. Then I understood how much you are suffering those 2 days. Und dann habe ich verstanden, wie sehr diese beiden Tage gelitten hat. My children, these are truth I'm speaking from my heart. Meine Kinder, das sind Wahrheiten, die ich aus meinem Herzen spreche. Many theologians and people with much dogma in the head may not be able to understand it. Viele Theologen und Menschen mit vielen Dogmen im Kopf sind vielleicht nicht dazu in der Lage, das zu verstehen. So my children, they are in purgatory, they are our brothers and sisters. Meine Kinder, wir sind im Fegefeuer, sie sind unsere Geschwister. As the saints in heaven pray for us, they can pray for us. So wie die Heiligen im Himmel für uns beten, so können sie auch für uns beten. Those who died cannot pray for themselves. Jene, die gestorben sind, können nicht für sich selbst beten. You know, the saints don't need prayer for themselves. Wisst ihr, die Heiligen, die brauchen für sich selbst keine Gebete. And souls in purgatory cannot pray for themselves and save themselves. Und die Seelen im Fegefeuer können nicht für sich selber beten und sich selbst It's a retten. teaching of the church I'm sharing. Das ist eine Lehre der Kirche, was ich mit euch So teile. my children have a devotion for those who passed away. So meine Kinder hatten eine Hingabe für jene, die dahingeschieden sind. For a moment, closing the eyes. Einen Augenblick schließen wir die Augen. Let's repent of all our sins. Wir bereuen alle unsere The Sünden. Lord, have mercy, forgive me. Give me a new heart, a new mind. Sag, Herr, erbarme dich, vergib mir, schenke mir ein neues Herz, ein neues inneres Selbst. I'm sure many of you made good confessions. Ich bin mir sicher, viele von euch haben gute Beichten As abgelegt. Dr. Richie said, do it often, at least within 2 weeks. Wie Dr. Ritchie sagte, tut es oftmals, mindestens jede 14 Tage. Keep all of your soul always
in holiness, even washing your soul from minute to sin. Seid immer in der Heiligkeit. So wascht eure Seele, selbst von den kleinsten Sünden. We need that whiteness like the snow, to see God face to face. Wir brauchen diese Reinheit wie den Schnee, um Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Nothing unclean will stand His presence. Nichts Unreines wird seiner Gegenwart widerstehen. Lord, Yeshua, Herr, es tut uns leid. thank you for telling more and more truth in this retreat. Danke, dass du uns mehr und mehr Wahrheit bei diesen Exerzitien erzählst. We repent of all sins committed in thoughts, words, deeds, and omissions. Wir bereuen alle Sünden, die in Gedanken, Worten und Werken begangen haben. Forgive us, Lord. Have mercy on us, Lord. Vergib uns, Herr, und erbarme dich uns, Lord. Give us a new heart. Schenk uns ein neues Herz. It beckene God, der Allmächtige, und alle Brüder und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich halte es nicht in Gedanken, Worten oder Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Frau Maria, und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unseres Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlass uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus,
Du hast der Mutter Jesu die Kraft verliehen, unter dem Kreuz zu stehen und das Leiden ihres Sohnes zu teilen. Hilf uns, täglich unser Kreuz anzunehmen, damit wir auch an der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus teilhaben, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Hebräerbrief. Jesus hat in seinen Erdentagen Gebete und Bitten mit lautem Schreien und unter Tränen vor den getragen, der ihn vom Tod erretten konnte, und ist seiner Gottesfurcht wegen erhört worden. So hat er, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt und ist, nachdem er zur Vollendung gelangt war, für alle, die ihm gehorchen, Urheber ewigen Heils geworden, von Gott benannt als hoher Priester nach der Ordnung des Melchisedek. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Jesus standen aber seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter und den Jünger, den er liebte, dastehen sah, sagte er zur Mutter: Frau, da ist dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Da ist deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. I'm not going to give a long talk. Ich werde keine lange Predigt halten. I know you are having to go and you are having lunch. Ich weiß, ihr habt Zeit zu gehen, zum Mittagessen. In the beginning I want to say, actually I didn't want Richie to tell you about my wounds and my suffering, but because of Taude, only Richie told. Eigentlich wollte ich nicht, dass der Richie euch über meine Wunden und mein Leiden erzählt, aber wegen Traude hat es dann Richie erzählt. Hearing that, perhaps you may think I'm a holy man. No, I'm a sinner like any one of you, perhaps worse sinner. Wenn ihr das hört, denkt ihr vielleicht, ich bin ein heiliger Mann, aber nein, ich bin ein Sünder, genauso wie jeder einzelne von euch, sogar ein schlimmerer Sünder. Like you, I'm also trying to be holy. So wie ihr versuche ich heilig zu sein. As St. Paul says, after preaching God's word to you and giving you warning that you would go to hell if you commit sin, pray that I may not go to hell. Genauso wie der heilige Paulus sagt, nachdem ich euch Warnung gegeben habe und ich euch unterwiesen habe, damit ihr nicht in eure Sünde zur Hölle gehen müsst, so betet auch, dass ich nicht zur Hölle gehen muss. I know the meaning of the suffering God has given on my body. Ich weiß, ich kenne die Bedeutung meines Leidens, das der Herr mir auf meinem Leib geschenkt hat. It is given to me, number one, for the sanctification of the clergy in the church. Das wurde mir zuallererst zuvorderst zur Heiligung des Klerus in der Kirche gegeben. In the Holy Week, when my shoulder, my hands, my ankles and my wrist were broken, the Lord very clearly told me why He allowed to have His suffering. In der Karwoche, als meine Hände, meine Füße, meine Sprunggelenke, meine Handgelenke, meine Seite aufgingen, hat mir der Herr auf meine Schulter klar gezeigt, warum er das zulässt. In my book, I Show Eternity, perhaps you read about my experience of meeting God in heaven. In meinem Buch, Ich sage Ewigkeit, habe ich vielleicht gelesen, über meine Erfahrung gelesen, wie ich Gott im Himmel begegnet bin. And the Lord accused me of 2 sins. Und der Herr hat mich wegen 2 Sünden angeklagt. Number one, you are committing adultery. Nummer 1, du begehst Ehebruch. Immediately I said, no, I never slept with a woman. Ich sage so, nein, ich habe noch niemals mit einer Frau geschlafen. Then the Lord showed me a Bible sentence that is Matthew 5:28. Und der Herr zeigte mir einen Satz der Bibel, das ist Johannes Kapitel 5, Vers 28. If you look at a woman with the lust, you are committed adultery already. Wenn du eine Frau auf Lüstern anschaust, hast du mit ihr bereits die Ehe gebrochen. Yeah, it is applicable to women also. If you look at a man with the lust, you commit adultery. Das ist auch für Frauen anwendbar. Wenn du einen Mann Lüstern anschaust, hast du mit ihm die Ehe gebrochen. Then I began to reflect on the times in the past when I was in the university or as a seminarist or a young priest, how I looked at the women and had some kind of pressure in my mind. Und ich habe mich daran erinnert, wie ich als junger Seminarist oder junger Priester manchmal Damen angesehen habe und dann Lüsternheit hatte in meinem Kopf. Then the Lord showed me all the people, especially people who attended my retreat, people with whom I had a contact, having pornography and all kinds of sins in thoughts, sexual thoughts. Und dann hat mir der Herr alle möglichen Menschen offenbart, die zu meinen Exerzitien gewesen sind, mit denen ich in Verbindung bin, die
Pornografie konsumieren oder alle möglichen sexuellen Gedanken haben in meinem Inneren. And second thing he showed was 1 John chapter 3:15. Und die zweite Sünde, die er mir zeigte, war der erste Johannesbrief von John, 3:15. Kapitel 3, Vers 15. And told you are a murderer. Sagt er mir, du bist ein Mörder. I said, Lord, I never killed anyone. Always I stand for pro-life. Sagte, Herr, ich habe noch niemals jemanden getötet. Ich bin immer pro life, fürs Leben. Then I read the passage of the Bible. Und dann habe ich die Bibelpassage gelesen. 1 John 3:15 says, 1. Johannes 3, 15 sagt, he who hates his brother is a murderer. wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. In a moment the Lord showed me the hatred between husband and wife, children and parents, and daughter-in-laws and mother-in-laws, all kinds of hatred in the heart of the Catholics. In einem Augenblick sagte mir der Herr, der Hass zwischen Kinder und Eltern, Schwiegersöhne, Schwiegereltern, Schwiegertöchter, Schwiegereltern, zwischen den Geschwistern und das Sieg, zwischen Ehemann und Ehefrau. Alle möglichen Formen des Hasses in der katholischen Kirche und der Katholiken hat mir der Herr gezeigt. Still they have the external form of religion. Sie haben noch die äußere Form der Religion. Rosary, Novena, Pilgrimage, Rosenkränze, Novenas, Holy Wallfahrten, Mass, Confession, Sacraments. Heilige Messe, Beichte, Sakramente. And the Lord told me, as I have committed myself fully for exercitation, for retreat, I am taking the sins of the people and ask God's pardon. I must do penance. So wie ich mich gänzlich hingegeben habe für die Exerzitien und für die Menschen, so denen ich gepredigt habe, und so wie ich ihre Sünde auf mich genommen habe, so muss ich auch Sünde leisten. You must know it is by doing penance that Jesus saved us. Das Wissen ist es dadurch, dass er Sünde geleistet hat, dass Jesus uns gerettet And hat. without penance, without cross, you don't expect the crown of roses. So erwarte dann keine Rosenkrone ohne Kreuze, ohne Sünde. You will read the last chapter of my book, Eureka, about the gift of suffering. In meinem letzten Kapitel meines Buches Eureka werdet ihr über die Gabe des Leidens lesen. And many don't want that gift. Viele wollen diese Gabe nicht haben. This is one of the accusations against the charismatics. Das ist eine der Anklagen gegen die Charismatiker. Charismatic wants only the risen Lord. That means love of God, mercy of God, healing, praising. Don't want to hear about sin. Don't want to hear about suffering. Die Charismatiker wollen immer den auferstandenen Herrn, sie wollen singen, Lobpreis hören, sie möchten nichts über die Sünde und nicht über das Leid hören. I know all of you are here, Germans, Austrian, Lord German speaking, a special love to Mother Mary. Ich weiß, ihr habt alle hier, alle deutschsprachige Kroaten, haben eine besondere Liebe für die Mutter Maria. I understand there are some people when you Medjugorje, you come here. Ich verstehe, viele Leute sind hier auch in Medjugorje gewesen. Where Jesus look at her heart that suffers. Sie sehen es ihrem Herzen, wo leidet. Hallelujah. Halleluja. And if you are not coping her life in our life, what is the meaning of going to Medjugorje? What is the meaning of going to Lourdes or Fatima? Wenn wir ihr Leben in unserem Leben nicht nachahmen, welche Bedeutung hat es denn, dass wir nach Medjugorje reisen, nach Lourdes und nach Fatima? Yeah, she was without sin. Sie war ohne Sünde. Hallelujah. Halleluja. If you love Mary and receive her love in your life or family, you must remain sinless. Wenn du Maria liebst und wenn du ihr Leben in deiner Familie haben möchtest, dann musst dir auch ohne Sünde bleiben. Now, I'm sure many in the mind thinking, how is it possible, Father James? We are in this world. Und ich bin mir sicher, viele denken sich, unter euch denken sich, wie ist es denn möglich bei der Jesus? Wir sind hier in dieser Welt. She too had the same question to the angel. How is it that I, being a virgin, can see a child? Sie hat den Engel die gleiche Frage gestellt. Wie kann es sein, dass ich als Jungfrau ein Kind empfange? Always remember the answer given by God. Erinnert euch immer an die Antwort Gottes. Holy Spirit will overshadow you, and there is nothing impossible with God. Der Heilige Geist wird dich überschatten und für Gott ist nichts unmöglich. If you open your heart to the Holy Spirit, we call him Sanctifier. He will keep you always holy. Wenn wir unsere Herzen öffnen für den Heiligen Geist, er, der Heiligende, wird uns immer heilig halten. I say, my children,
have a greatest devotion to Holy Spirit than to devotion to Jesus or to Mary or any saints. Ich sage wieder, meine Kinder, habt eine größere Hingabe zum Heiligen Geist, wie die Hingabe zu Jesus, zu Maria, zu den anderen Heiligen. Several times say, come Holy Spirit, come Holy Spirit, Holy Spirit, come, Holy Spirit, come. Sag mehrmals, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm. And He only can bring Jesus in your life. He only can bring Father in your life, or Mary in your life. Nur er kann Jesus, den Vater, Maria in dein Leben bringen. Otherwise you are simply calling with the lips, Jesus, Jesus, Maria, Maria. Ansonsten rufen wir nur mit den Lippen Jesus, Jesus, Maria, Maria. Only Holy Spirit can bring what we call fellowship of God and the saints. Nur der Heilige Geist kann die Gemeinschaft Gottes und der Heiligen bringen. So, when you say, come Holy Spirit, you are not praying because you are not Holy Spirit. No, you are the Holy Spirit in you. You are awakening the Spirit. Wenn ihr sagt, komm, Heiliger Geist, betet ihr nicht, dass der Heilige Geist kommt, weil der Heilige Geist ist ja schon bereits in euch. Sondern ihr rührt auf, ihr weckt den Heiligen Geist, der in euch ist, auf. That's why on the Feast of Pentecost, Pope Francis said the best prayer a Catholic should pray always is, come Holy Spirit. Deshalb sagt es zu Pfingsten, der Papst Franziskus, das beste Gebet, was ein Katholik verrichten kann, ist immer, komm, Heiliger Geist. Hallelujah. That's why traditionally also, before every prayer, we used to say, first to the Holy Spirit. Deshalb traditionell haben wir immer unser erstes Gebet an den Heiligen Geist gerichtet. Before every lecture, every action, we used to pray to the Holy Spirit. Vor jeder Vorlesung, vor jeder Handlung haben wir immer zum Heiligen Geist gebetet. And Mary, full of grace, that means full of Holy Spirit. Und Maria voller Gnade, das heißt voll des Heiligen Geistes. So, when you pray to the Holy Spirit, you are praying like Mary. Wenn ihr zum Heiligen Geist betet, so betet ihr so wie Maria. Hallelujah. It is because she prayed and was filled with the Holy Spirit, she was able to, what you call, meet the negative consequence. Weil sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und zum Heiligen Geist gebetet hat, war sie dazu in der Lage, die negativen Konsequenzen zu tragen. Ever since she said yes to the angel, that means to God, her suffering began. Erst seitdem sie Ja zum Engel, das heißt zu Gott sagte, hat ihr Leid begonnen. Now you said yes to God's will. Jetzt habt ihr Ja zum Willen Gottes gesagt. How many said yes to God's will? Wie viele haben hier Ja zum Willen Gottes gesagt? What is God's will for you, my children? Das ist der Wille Gottes für euch, meine Kinder. Yeah, suffering begins. Und da beginnt das Leid. Hallelujah. Yeah, when you want to live a holy life, surely you will be put to suffering. Wenn du ein heiliges Leben führen willst, dann musst du sicherlich dafür leiden müssen. 2 Timothy chapter 3, 12. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 2. All those who want to live a holy life will be put to suffering. Alle jene, die ein heiliges Leben führen wollen, werden dafür leiden müssen. The world will persecute you. Die Welt wird euch verfolgen. Satan will persecute you. Der Teufel wird euch verfolgen. Your own desires of the flesh will persecute you. Eure eigenen Begehren, eures eigenen Fleisches werden euch verfolgen. Hold on to the power, grace of the Holy Spirit, my children. Haltet euch an die Macht des Heiligen Geistes und seiner Gnade fest, meine Kinder. This is what you have to imitate from Mary, our mama. Das ist, was ihr von Maria, unserer Mutter, imitieren I müsst. don't think there's anyone here without suffering. Ich denke, es gibt hier niemanden ohne Leid. And follow Mary. Folgt Maria nach. She stood under the cross. Sie ist unter dem Kreuz gestanden. Hallelujah. Halleluja. Here I want to say a few things some of you may not like. Hier möchte ich einige Dinge sagen, die einige von euch vielleicht nicht gefällt. Mary is only a creature, not a goddess. Maria ist nur eine Kreatur, sie ist keine Göttin. Don't make her a god. Mach sie nicht zu Gott. Don't put her heart equal to the heart of Jesus, please. Stellt ihr Herz nicht gleich dem Herzen Jesu, bitte. She was not standing with Jesus along the cross. She was under the foot of the cross. You heard just now. Sie war nicht gemeinsam mit Jesus am Kreuz, sie war am Fuß des Kreuzes, das habt ihr gerade gehört. No one's heart can be compared with the heart of Jesus. That is unique. Das Herz von niemand kann mit dem Herzen Jesu verglichen werden. Das Herz Jesu ist einzigartig. That is the heart of God, which is holy in itself. Das ist das Herz Gottes, das heilig ist in sich selbst. And the holiness of Mary is a holiness received from God.
Und die Heiligkeit Mariens ist eine Heiligkeit, die sie von Gott empfangen hat. She is unique in the sense she received the fullness of holiness from God. Sie ist einzigartig in dem Sinne, dass sie die Fülle der Heiligkeit von Gott empfangen hat. But it's only a received holiness. Aber es ist nur eine empfangene Heiligkeit. And you must read John 17, verse 19. Und ihr müsst Johannes 17, Vers 19 lesen. I consecrated myself, Father, so that all those who follow me be consecrated through me. Ich habe mich selbst, Vater, geweiht, damit all jene, die mir nachfolgen, durch mich geweiht werden mögen. First of all consecration should be to the heart of Jesus, that is holy in itself, that is the heart of a God. Das heißt also, folglich müssen alle Weihen dem Herzen Jesus selbst stattfinden, der heilig ist an und für sich, das ist das Herz Gottes. Of course you can do it through the heart of Mary. Natürlich könnt ihr das durch das Herz Mariens tun. Hallelujah. Halleluja. And directly your heart must be fixed on the heart of Jesus, from there only living water and the living blood flows. Und folglich müssen eure Herzen auf dem Herzen Jesu fokussiert sein, von dem lebendiges Wasser, das Leben fließt. Nobody broke open the heart of Mary. Heiligkeit fließt. Niemand macht es mit dem Herzen Mariens. Of course you are pain, yeah? As you break your heart or I break my heart, she broke the heart. Natürlich gibt es Schmerzen, so wie wir unsere Herzen brechen, hat sie ihr Herz gebrochen. But literally, the heart was broken, we see on the cross of Jesus. Aber das Herz Jesu war gebrochen, das sehen wir am Kreuz Jesu. That's a historical truth. Das ist eine historische Tatsache. The soldier with the lance, pierced the heart of Jesus. Der Soldat mit der Lanze hat das Herz Jesu durchbohrt. And the beloved disciple John, he was the only one at the foot of the cross, gave the testimony. Und der geliebte Jünger Johannes war der Einzige am Fuß des Kreuzes, hat das Zeugnis gegeben. He saw with his own eyes the piercing and the water and the blood flowing. Er hat mit seinen eigenen Augen das durchbohrte Herz, das Wasser und das Blut gesehen, die geflossen sind. And he's the only disciple, only apostle, who told to the world God is love. Und er ist der einzige Jünger, der einzige Apostel, der der Welt gesagt hat, Gott ist die Liebe. 1 John chapter 4 verse 16. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 6. Peter didn't say, or Paul didn't say. Das hat der Petrus nicht gesagt, das hat der Paulus nicht Only gesagt. John said, God is love, because he saw it directly with his own eyes. Nur Johannes sagte, Gott ist die Liebe, weil er das direkt mit seinen eigenen Augen gesehen hat. And if you cling to the heart of Jesus, like John cling to the Lord Jesus, Und wenn ihr euch an das Herz Jesu festhaltet, so wie Johannes sich an das Herz Jesu festgehalten hat, we will experience God's love, we'll be able to proclaim to others God's love. werdet ihr die Liebe Gottes erfahren und ihr werdet dazu in der Lage sein, die Liebe Gottes anderen zu verkünden. Hallelujah. You Halleluja. must understand John more and more. Ihr müsst Johannes mehr und mehr verstehen. Read chapter 13 of John. Liest Johannes Kapitel 13. At Last Supper, all the apostles were seated. Zum letzten Abendmahl sind alle Apostel dort gesessen. And John was leaning to the heart of Jesus. Und Johannes lehnte sich am Herz Jesu. When Jesus predicted about the betrayal of Judas, Als Jesus über den Verrat des Judas erzählte, Peter with a gesture asked John, ask him who is that? Petrus mit einer Geste fragte Johannes, frag ihn, wer das denn nun ist. Because he was close to the heart of Jesus, not even Peter. Weil er dem Herz Jesus so nah war, nicht einmal Petrus. And only gave the answer. Und dann hat er die Antwort gegeben. Yes, a Christian's heart must be leaning towards the heart of Jesus. Ja, das Herz eines Christen muss an das Herz Jesu gelehnt werden. Yeah, in the Bible we say that word clinging to the heart. In der Bibel sehen wir dieses Wort an Herzen fest. Psalm 63:8. Psalm 63,8. I cling to the heart of God. God takes care with his hands. Ich halte mich am Herz Gottes fest und Gott umsorgt mich mit seinen Händen. When I read that psalm, I think of the mothers holding the child. I usually see Jenny holding the children. Wenn ich diesen Psalm lese, denke ich zu allermeisten an die Mütter, die ihre Kinder festhalten. Normalerweise sehe ich da Janine, die sie ihre Kinder festhalten. So I showed 9 times how she was holding the little child in the hand.
Weil ich habe neunmal gesehen, wie sie ihre kleinen Kinder mit den Händen festgehalten haben. How the child was clinging. Wie sich das Kind festgehalten hat. Sometimes she said, don't cling to me. Let me be free. Don't cling to me. Manchmal sagt sie, lass mich los, lass mich frei sein. Each one like a bird. Aber jedes einzelne But always holding with the hand. und sie halten sich immer an ihr fest. That must be our relationship with God. So muss unsere Beziehung zu Gott sein. Always clinging to Jesus. Immer festhalten. And He will put the hand and behold us. Und er gibt uns seine Hand und hält uns fest. That's why the word from Isaiah. Even if your mother forsake you, I will not forsake. Und deshalb das Wort Jesajas, selbst wenn deine Mutter dich verlässt, ich werde dich niemals verlassen. Isaiah 49:15. Jesaja 49. Even the whole world reject you. He will not reject you. He will hold with the hand. But cling to Him. Selbst wenn die ganze Welt dich ablehnt, er wird dich nicht ablehnen. So my children, first Jesus. Halte dich an ihm fest, und meine Kinder, das Then ist only Jesus. Mary or Joseph or Anthony or anybody. Und dann Maria, Josef, Antonius, wer auch immer. But He's God. Denn er ist He's the Gott. only begotten Son of God. Er ist der eingeborene Sohn Gottes. He's the only one who broke the heart open and gave the blood and water for us to live. Er ist der Einzige, der das Herz für uns, sein Herz für uns aufgebrochen hat und der uns das lebendige Wasser gegeben hat, damit wir leben können. We think church began at Pentecost. No, the church began in the heart of Jesus. Wir denken, die Kirche begann zu Pfingsten. Nein, die Kirche begann im Herz Jesu. The Holy Spirit was released first from the heart of Jesus when the water was flowing. Water is spirit. Der Heilige Geist wurde zuerst im Herz Jesu ausgeschüttet, als das Wasser geflossen ist. This is theology, my children. Das ist Theologie, meine Kinder. And all the sacraments are rooted in the heart of Jesus. Und alle Sakramente haben ihren Ursprung im Herz Jesu. I'm not going to explain all that to you, my children. Das werde ich all das jetzt nicht erläutern, meine Kinder. Because you know, sacraments, you have a share of the water and the blood flowing from the heart of Jesus. In allen Sakramenten haben wir Anteil an Wasser und an Blut, die vom Herzen Jesu fließen. And the whole world atmosphere is filled with that power of the body and blood of Christ. Und die ganze Welt, die ganze Atmosphäre ist erfüllt mit der Macht vom Leib und vom Blut Christi. Yeah, because that sacrifice is repeated, I don't say repeated, reenacted 500,000 times every day on earth. Weil dieses Opfer nicht wiederholt, sondern ich sage, wieder vergegenwärtigt wird, 500.000 Mal jeden Tag auf Erden. My children, when you go around in the market or on the road, you are breathing the radiation of the blood and the water flowing from the heart of Jesus. Meine Kinder, wenn ihr im Markt seid oder auf den Straßen seid, so atmet ihr die Strahlung vom Blut und vom Wasser, das vom Herzen Jesu gekommen ist. How blessed are you if you can think of that and you breathing the blood of Jesus. Wie gesegnet ihr seid, wenn ihr daran denken könnt und somit den Atem Jesu einatmen könnt. And when I breathe out, I let out all the evil from my heart. Und wenn ich ausatme, so atme ich all das Böse aus meinem Herzen raus. Yeah, the very breathing is enough to sanctify. Dieser Atemzug ist genug, um uns zu heiligen. Forget about all what you call bad in the atmosphere. So können wir alles vergessen, was schlecht ist in der Atmosphäre. There will be many what you call pollutions. Es wird viele Verschmutzungen geben. Pollution of sin. Verschmutzung der And Sünde. let's open our heart and our lungs to the radiation that comes from the heart of Jesus, from the water and the blood that flows from the heart. So wollen wir unsere Herzen und unsere Lungen zur Strahlung, das vom Herzen Jesu, vom Wasser und vom Blut, die von seinem Herzen kommen, öffnen. Then you will experience healing, liberation, new life. Und dann werden wir Heilung, Befreiung, neues Leben erfahren. Let your personal prayer be that. So soll das euer persönliches Gebet sein. Yeah, fixing your eyes on the heart of Jesus. So fixiert eure Augen auf das Herz Jesu. And to be alone with Him. Und dann seid alleine mit ihm. Allowing the love of God flowing to you. So gestattet, dass der Liebe Gottes sich Then giving uns that love to your husband, your wife, parents, children. Und dann könnt ihr anderen diese Liebe weitergeben, eure Ehemänner, Ehefrauen, Kinder. Then you will not see negative sin there. Und dann werdet ihr nichts Negatives in ihnen Because you sehen. will have a new heart, new eye. Denn ihr werdet neue Herzen, neue Augen. And you will see the positive sin there. Und ihr werdet das Positive in You will ihnen be sehen. able to love them even if they don't love you.
Ihr werdet dazu in der Lage sein, sie zu lieben. That is Christian love. Das ist das christliche Leben. Yeah, loving those who love you is not Christian love. Jene zu lieben, die euch lieben, ist nicht die christliche Liebe. Loving the enemy is a real Christian love. Den Feind zu lieben, ist die wahrhaftige christliche Liebe. Hallelujah. Halleluja. Yeah, the Lord very clearly said even pagans love those who love them. Der Herr sagt es sehr deutlich, selbst Heiden lieben jene, die sie lieben. You are my disciples. Love those who do not love you, those who hate you, and those who are your enemies. Wenn ihr meine Jünger seid, so liebt nicht jene, die euch lieben, sondern jene, die euch hassen, auch eure Feinde. Yeah, love the mother-in-law who persecutes you. Liebt jene, die euch verfolgen. And love the wife who is giving harassing to you always. Liebe die Ehefrau, die dich immer belästigt. Or loving the husband who is alcoholic, maybe with the drugs and always shouting at you. Liebe den alkoholabhängigen Ehemann, der Drogen nimmt und dich immer anschreit. And if you have time and say, oh, he's an enemy. Oh, my problem is, my husband is my problem. My wife is my problem. Wenn du denkst, so ist mein Feind, mein Ehemann ist mein Problem, meine Ehefrau ist mein Problem. As two people actually came and asked me, Father, lay your hands that my divorce may work well. Und zwei Menschen kamen gestern zu mir und sagten, Vater James, lege mir die Hände auf, damit meine Scheidung richtig gut läuft. I said, raus. I said, get out. Sagt raus. If they are here now, ask you pardon. Wenn sie hier sind, so bitte ich euch um Vergebung. Asking me prayer for making the divorce well in the court, you know. Wisst ihr, sie wollten, dass ich für sie bete, damit die standesamtliche Scheidung gut verläuft, wisst ihr? Hallelujah. Hallelujah. Certain people are asking God what is contrary to his mind. God said, I hate divorce. Viele Menschen wollen Gott um das bitten, was gegen sein Herz ist. Gott sagte, ich hasse die Scheidung. Some came with much love to ask me to pray for what God hates. Einige Leute sind mit viel Liebe gekommen, um mich darum zu bitten, dass ich darum bete, was Gott hasst. Hallelujah. Halleluja. Yes, it can happen. You may not believe, but those who are here, I don't think they left the retreat. Es wird geschehen, ihr werdet es nicht glauben, aber es sind Leute, die hier sind. Ich denke nicht, dass sie sie verlassen haben. That's why St. James says, Deshalb sagt der heilige Jakobus, you ask, you are not getting. Ihr bittet und bekommt nicht. Because you are asking to satisfy your emotion and your ambition, not God's will. Weil ihr bittet, um eure Emotionen und euren Geiz zu befriedigen und nicht um den Willen Gottes. What is your selfish way, not the way of God? Das heißt, deine selbstsüchtigen Wege und nicht die Wege Gottes. Yeah, I am married to such and such. Till the end of my life, I should be with her, with him. Ja, ich bin mit ihm, mit dir verheiratet, bis zum Ende meines Lebens muss ich mit ihm, mit dir zusammen sein. I should be sanctified through my wife, through my husband. So muss ich durch meinen Ehemann, durch meine Ehefrau geheiligt werden. And perhaps husband or wife may be a cross. Und vielleicht sind Ehemann oder Ehefrau ein Kreuz. Jesus never said, separate from the cross and follow me. Take the cross and follow me. Jesus sagte niemals, trenne dich von deinem Kreuz und folge mir nach, sondern nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Actually, once when I was blessing the articles at the end of the retreat, one man had no cross, no medal, no rosary. He lifted the wife up. Deshalb, als ich einmal die Gegenstände gesegnet habe, am Ende der Exerzitien, ein Mann ohne Kreuz, Medaillen oder Rosenkranz, hat einfach nur seine Frau hochgehoben. And he said, Father bless, this is my cross. Und der Vater James segnet sie ist mein Kreuz. Hallelujah. Yes, this is what we have to do. Und das ist, was wir tun müssen. When you see some people are crosses, lift to the Lord and ask for grace. Wenn wir sehen, einige Leute sind Kreuze, so müssen wir sie zum Herrn erheben und Gnade bitten. Maybe send your son, your daughter may be a cross in your life. Vielleicht dein Sohn oder Tochter sind ein Kreuz in deinem Leben. Lift him up to the heart of Jesus and pray for grace to carry the cross and follow. Erhebe ihn, sie zum Herzen Jesu mit um Gnade, das Kreuz zu tragen und ihm nachzufolgen. Never pray, Lord, take away the crosses. Bittet niemals, nie, Herr, entferne die Kreuze. You are saved through the crosses. Ihr seid durch die Kreuze gerettet. Wir schließen die Augen. Reflect on what we heard at the foot of the cross, looking at Jesus and in the heart of Mary. Wir denken über das nach, was er auf Fuß des Kreuzes gesagt hat, und wir sehen zu Jesus und zu Maria. And the message is that He is speaking, Holy Spirit speaking in your soul. Und empfange die Botschaften, die der Heilige Geist in deiner Seele spricht. Forget all. James spoke.
Vergiss alles, was Jesus gesagt hat. Open your heart to what Jesus speaks or Holy Spirit speaks in your soul. So, richte dein Herz auf das, was der Heilige Geist, was Jesus in deiner Seele Maybe spricht. a correction of your attitude. Vielleicht eine Verbesserung deiner Haltung. Maybe advice. Vielleicht ein Ratschlag. Listen. Hör zu. If anyone wants to share a prayer or general intention, you can come forward, the microphone will be given down. A few people can share prayer, then we'll have a credo and continue with the mass. Wenn ihr Gebete habt oder generelle Fürbitten, allgemeine Fürbitten, könnt ihr vorkommen, diese Gebete teilen nach dem Glaubensbekenntnis. Prayer mainly for general intentions. Bete hauptsächlich für allgemeine Anliegen. Please stand up now. Bitte steht auf. Lord Jesus, I lift up to you the Catholic Church. Herr Jesus, ich erhebe die katholische Kirche zu dir. I bring to you the sufferings of the laity, the priests and bishops. Ich bringe dir das Leiden der Laien, der Priester, der Bischöfe. Give them grace to carry the cross for the sanctification of the church. Schenkt ihnen die Gnade, das Kreuz für die Heiden der Kirche zu tragen. We are with them. Anyway, we can't come to the microphone. Es kann jeder vorkommen zum Mikrofon. Herr, ich möchte dich bitten für den Geist des Friedens und der Versöhnung in unseren Herzen, in unseren Familien und auf der ganzen Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, ich bitte für alle Menschen, die hier versammelt sind und die die Predigt von Pater James gehört haben. Ich bitte, Herr, dass deine heilige Früchte aus ihnen wachsen werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, ich bitte für den Ritchie und für den Pater James, dass du sie segnest und dass du ihnen alles gibst, was sie brauchen. Ganz besonders für den Pater James, dass du seine Schulter hilfst und dass du seine Wunden, den Schmerz wegmachst und dass er bald wieder ohne den Rollstuhl gehen kann. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, wir bitten für alle Menschen, die kein Herz haben, die hart sind zu verschiedenen Leuten, vor allem für die Politiker in Afrika, die sagen, dass sie das Wasser kaufen müssen. Wir bitten, dass du ihnen ein Herz gibst, dass du ihnen das Herz weich machst. Wir bitten dich, erhöre uns. Ja, wir bitten dich für den Papst Franziskus und für alle Bischöfe und ich bitte dich ganz besonders für Kärnten einen Bischof zu wählen nach deinem Herzen. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich bitte für alle, dass das Wort Gottes tief in unseren Herzen Wurzeln schlagen möge und reiche Frucht bringen möge. Wir bitten dich, erhöre uns. Vater der Dreieinigkeit, mach es zu deinem Lobpreis durch unsere hier ansenden gläubigen Geschwister, dass aufgehoben wird das Sprechverbot über die Höhe, über den Teufel, wo unser Pater James nicht leiden soll und wir in der Erlösung, in der Auferstehung Frieden finden. Ja, wir bitten dich, erhöre uns. Ich bitte dich durch die Fürsprache der unbefleckten Jungfrau, Gottesmutter, der Schmerzensmutter und die Gabe der Reinheit für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Erwachsenen, für die Alten, damit unser Land und die ganze Welt und die Kirche wieder gesund werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, ich bitte dich um die Bekehrung der Moslem und beschütze die Jugend und die Kinder. Wir bitten dich, erhöre uns. Dear Lord, I pray for all Christians, for all to be together in one, for my country, Ukraine and Russia, and that all Christians will be together. Thank you, God. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, wir bitten dich
für mehr heilige Priester, Biskops. Ja, Heiliger Jesus, ich bitte dich um die Bekehrung meiner Kinder und deren Freunde. Herr, ich bitte dich für deinen verstorbenen Mann. Heute vor 57 Jahren haben wir geheiratet. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Er wird sicherlich bei dir sein. Ich bitte für alle nicht Verstorbenen, auf alle Verstorbenen, die hier sind, alle Verstorbenen, die auch in unserem Gebetskreis sind. Wir bringen sie alle vor dich. Nimm sie auf in deine ewigen Wohnungen. Amen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir schließen die Augen. Pray for our personal needs. Wir beten für unsere persönlichen Bedürfnisse. Pray for the church, for the holiness and unity of the church. Bitte für die Kirche, für die Heiligkeit, für die Einheit der And very Kirche. specially, let's pray for the Austrian church Auf eine besondere Art und Weise wollen wir für die österreichische Kirche beten and the Croatian church. und für die kroatische Kirche. And come to know there are people from other countries who can offer your country and your church. Ich weiß, es gibt ja auch Menschen aus anderen Ländern, du kannst dein Land und deine Kirche dem Herrn darbringen. Pray for young people who are not married, that they may find a suitable life path. Bitte für junge Menschen, die nicht verheiratet sind, damit sie einen passenden Lebenspartner finden. Pray for vocation to priesthood and religious life. Bitte vielleicht zur Berufung zum Priestertum, zum religiösen We need Leben. more priests. Wir brauchen mehr Priester. Let's pray. Wir wollen beten. Let's pray that from your family, children may be called to priesthood. Und wir beten, dass Kinder zum Priestertum berufen werden aus deiner How Familie. great it will be, how blessed it will be. Wie großartig das sein wird, wie gesegnet das sein wird. Wish and pray every day for your children, for their vocation. So bitte jeden Tag für deine Kinder, für ihre Berufung. Pray for those married couples who are not married. Bitte für jene Ehepaare, die keine Kinder haben. For us, they are here, or you know, in your own family. Vielleicht sind sie hier oder du kennst manche in deiner eigenen Familie. Pray for those married couples who are planning to divorce or separate, that they may remain as one. Bitte für jene Ehepaare, die das planen, sich scheiden zu lassen und sich zu trennen, damit sie eins werden. Pray for the unborn babies, that nobody might think of an abortion. Bitte für die ungeborenen Kinder, damit niemand an eine Abtreibung denkt. Lord, look at people pray. Herr, siehst du die Menschen, sie beten. They pray for many intentions. I bring them all and keep them with the bread and wine in the pattern and chalice. Sie beten für viele Intentionen. Ich bitte dich, ich bringe sie jetzt alle und ich halte sie, bewahre sie in den Tälern der I Kirche. promise when I lift them up to you, I lift these people and their intentions. Ich verspreche dir, wenn ich sie zu dir erhebe, werde ich diese Menschen und ihre Intentionen erheben. I pray when you miraculously change them to your body and blood, do miracles in the life of everyone here. Ich bete, wenn du sie auf wundersame Art und Weise in Leib und Blut verwandelst, so vollbringe Wunder im Leben eines jeden Do Einzelnen. miracles in their families. Vollbringe Wunder in ihrer Do Familie. miracles in their country, in their church. Vollbringe Wunder in ihrem Land, in ihrer Kirche. Hallelujah. Thank you for answering our prayers, Lord. Danke, dass du uns Hallelujah, 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 hallelujah. Shamba, hallelujah, 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 hallelujah. Shamba, hallelujah. Wir sprechen das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und eure Gott, dem allmächtigen Vater, der Vater. Der Herr nehme das Opfer an, aus deinem Himmel, zum Lob und Ruhe seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Barmherziger Gott, dein Sohn hat uns am Kreuz die selige Jungfrau Maria zur Mutter gegeben. In Gemeinschaft mit ihr feiern wir das Opfer des Lobes. Schau gnädig auf uns und nimm unsere Gebete und Gaben an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebe dich, Herr Sohn. Wir haben sie beim Lasset uns danken den Herrn, unseren Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und die Wege deiner Weisheit zu ruhen. Als Maria unter dem Kreuz stand, erfüllte sich das Wort des Griechen Simeon. Ein Schauer durchdrang ihre Seele beim Leiden und Sterben ihres Sohnes. Du aber hast ihren Schmerz in Freude gewandelt und sie mit Christus in deine Herrlichkeit erhoben. Darum preisen dich deine Erlösten und singen mit den Choren der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
Du bist der Gott aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist, durch ihn, den du zu deiner Rechten erlöst hast. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wenn am Abend, an dem ausgeführt wurde, und sich aus freien Willen den Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Shambhala, du bist Herr, du bist Herr, du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist Herr. Wenn so nahm mal den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Halleluja, Halleluja. Jesus, I adore. Let my life be for you. How I love you. Jesus, ich anbete. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unseren Bischof Wilhelm und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke alle unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen.
Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil werde in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Ich dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Dem Wort unseres Herrn, unseres Gehorsams, ungetragen seine gullichen Weichung wagen wir zu singen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schon im Augen deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
bringe mir nicht die Gericht und die Verdammnis, sondern Segen und Heil. Seht das Lamm Gottes, das hinter dem Himmel Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Halleluja. Halleluja. Der Leib Jesu wird in das Blut Jesu eingetaucht. Wir bitten daher um Mundkommunion. Da zu wenig Priester und Diakone anwesend sind, werden auch Kommunionspender Leib und Blut Christi verteilen.
Schließe die Augen und halte die Hand auf die Brust. Feel the mighty presence of Jesus in you. Spüre die mächtige Gegenwart Jesu in dir. He is in you, you are in him. This is communion. Ist in dir, du bist in ihm. Das ist die heilige Kommunion. Anyone who could not receive the Holy Communion, due to any reason, make a spiritual communion. Was jemand da ist, der aus welchem Grund nicht die heilige Kommunion empfangen konnte, so mache jetzt die spirituelle Kommunion. Consecrate yourself to the body and blood you receive. So weihe dich dem Leib und dem Blut, das du empfangen hast, die du empfangen hast. Touch the wounds of Jesus in the heart, like St. Paul say, my Lord and my God. Berühre die Wunden Jesu in deinem Herzen und so wie der heilige Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. All the apostles touch his wounds. Alle Apostel haben seine Wunden berührt. We need to touch the wound in faith. Du musst die Wunde im Glauben berühren. You are so close to him. Touch him and give yourself completely. Say, Lord, I give myself fully to you. I consecrate myself fully to you. Du bist ihm so nah. Berühre ihn. Schenke dich ihm ganz und gar und sage, Herr, ich schenke mich ganz und gar dir. If the husband and wife are sitting here, hold the hand of your spouse and consecrate together. Wenn jemand oder Ehefrau in der Nähe sitzt, so halte die Hand deines Gatten und weiht euch gemeinsam. If your husband or wife is not near now, physically, in spirit, bring him, bring her to you, and together offer to the Lord. Wenn dein Ehemann, deine Ehefrau jetzt nicht in der Nähe ist, im Geist, bringt für ihn, für sie zu dir und gemeinsam weiter den Herrn. Perhaps you are a widow or a widower. Hold the hands of the one who is in heaven, your husband or wife, and offer yourself. Vielleicht bist du ein Witwer oder eine Witwe. So opfere dich gemeinsam mit deinem verstorbenen Gatten, der im Himmel ist, im Herrn. Surely you will meet him, meet her in heaven. Du wirst ihr mit Sicherheit im Himmel begegnen. We shall be together, seeing the Lord face to face. Ihr werdet gemeinsam sein, ihr werdet den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen. Bring your children or grandchildren, the whole family, and consecrate the family to the Lord. Führe dein Kind, deine Enkelkinder, die ganze Familie und weite die Familie dem Herrn. Say in your heart, Lord, I and my family belong to you. Sage in deinem Herzen, Herr, ich und meine Familie, wir gehören zu dir. You are our Lord, you are our Savior, you are our God. Du bist unser Herr, du bist unser Erlöser, du bist unser Gott. All that we are, all that we have, we give to you, Lord. Alles, wer wir sind, alles, was wir haben, schenken wir dir, Herr. We desire to live by your Holy Spirit. Wir haben uns dazu entschlossen, durch deinen Heiligen Geist zu leben, Herr. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Consecrate your village or city where you live to the Lord. Wir weihe die Stadt, die Ortschaft, wo du wohnst, dem Herrn. And your country. Und dein Land. Now we stand up. Nun stehen wir auf. I'm sure you have the paper of consecration to you. Ich bin mir sicher, ihr habt ein Blatt, wo das Weihgebet drauf ist, in deinen Händen. Or please look at the screen. Ansonsten schau bitte zu den Leinwänden. And we are consecrating Austria to the Lord. In your paper written Deutschland, you can correct. Und wir weihen Österreich dem Herrn. Auf meinem Blatt Papier steht vielleicht Deutschland, das könnt ihr korrigieren. And the Croatians can consecrate Croatia and pray in your heart themselves. Und die Kroaten, ihr könnt dann stehen und in der Herzensstille Kroatien weihen. And all foreigners who are in Austria, when you are in Austria, you are Austrians. Yeah? Und alle Ausländer, die ihr in Österreich seid, wenn ihr in Österreich seid, seid ihr Österreicher. You are breathing the air of Austria. Ihr atmet österreichische Luft. So you are Austrian. Seid ihr Österreicher. So now you are supposed to have from Poland or Croatia, working here, living here. Don't pray for your country there. No, pray here with the Austrians. Also wenn ihr aus Polen oder
Ungarn sonst woher seid, dann betet ihr nicht für euer Land, wo ihr herkommt, sondern betet für euer Land hier, Österreich. This is what Paul says. When you are in Rome, you are Romans. Das ist, was der heilige Paulus sagt. Wenn wir in Rom sind, sind wir Römer. When you are in Germany, you are German. When you are in Austria, you are Austrians. Wenn wir in Deutschland sind, sind wir Deutsche. Wenn wir in Österreich sind wir Österreicher. So we offer, consecrate Austria to the heart of Jesus, to the Immaculate Heart of Mary. So weihen wir Österreich durch das Herz Jesu, dem unbefleckten Herzen Mariens. Richie will lead the prayer. Richie wird das Gebet anführen. Allmächtiger, ewiger Gott, wir danken dir und loben dich dafür, dass du uns nach deinem Bild erschaffen und uns auf diesen schönen Planeten gestellt hast. Du hast uns deinen Sohn Jesus Christus anvertraut, der uns durch sein Leiden und Tod am Kreuz die Erlösung geschenkt hat. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Wir danken dir dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Um unser Leben nach Gottes Plan zu lenken, zu führen und zu leiten. Heiliger Geist, gemeinsam mit allen Menschen auf Erden. Bitten wir dich, das Angesicht der Erde zu erneuern. Indem du unsere Herzen mit deiner Weisheit erleuchtest. Nach Gottes Willen zu leben und Gott und unseren Nächsten zu lieben. Jesus, unser Heiland und Erlöser. Heute, hier und jetzt vereinigen wir uns. Mit allen Regierenden und Bürgern unseres Landes Deutschland. Verzeihung, Österreich. Wir nehmen dich an als den Herrn und König unserer Nation. Und weihen uns und unser Land deinem heiligsten Herzen. Durch das unbefleckte Herz Mariens, unserer seligen Mutter. Wir beten, dass du durch den Heiligen Geist über uns und unser Land herrscht in Gerechtigkeit, Harmonie und Wohlstand. Durch unseren Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes und die Einhaltung der Werte des Lebens und der Moral nach dem Wort Gottes, das uns in der Heiligen Schrift überliefert ist. Amen. Halleluja. Vater unser im Himmel, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
accepted our country. Lege die Hand auf die Brust, dank Gott. Der Herr hat unser Land Österreich eingenommen. Lord, Austria belongs to you. Herr, Österreich gehört dir. Austrians belong to you. Österreicher gehören dir. Austria and Austrians for Jesus. Österreicher und Österreich für Jesus. Thank you, Lord. Danke. Thank you for these 3 days of retreat. Danke für diese 3 Tage der Exerzitien. Thank you for the bishop and the priest or the ordinary that allowed this retreat. Danke für den Bischof, für den Priester, für das Ordinariat, der diese Exerzitien erlaubt hat. Thank you for all the priests who came to help us, like confession, Mass, etc. Danke für die Priester, die gekommen sind, um uns zu helfen, für die Beichten, die heilige Messe und so weiter. Thank you for Taure, with so many people, friends and prayer groups of St. Thomas organized this retreat. Danke für Traude, mit so vielen Leuten, mit der Gebetsgruppe von den Freunden von St. Thomas, die diese Exerzitien organisiert hat. Thank you for the beautiful music group and the leadership of the Dean and the Kurt and Sylvie family. Danke für die wunderschöne Musikgruppe, für Theater, Janine, für die Familie von Kurt und Sylvie. Thank you for people who serve us food, drink, somewhere give us everything comfortable here. Danke für die Menschen, die uns Essen und Trinken gegeben haben und die alles hier gemütlich gemacht haben. Thank you for all those who fasted and prayed for us. Danke für alle, die gefastet haben und für uns gebetet haben. Thank you, Lord, for the beautiful setting of the sound system by Gerhard and the Kurt and the Robert. Danke, Herr, für die wunderschöne Einrichten des Soundsystems durch Gerhard, Kurt und so weiter. Thank you for the authorities of Buntigama who allowed us to do it in this hall. Danke für die Autoritäten von Buntigama, die diese Exerzitien hier in dieser Halle gestattet haben. Thank you, Lord, for all that happened here. Danke, Herr, für all das, was hier geschah. Thank you for the powerful words you spoke. Danke für die mächtigen Worte, Herr, die du gesprochen hast. Thank you for the beautiful time of singing and praising. Danke für die wunderschöne Zeit des Lobsingens und des Thank you for the Lobpreises. time of the Holy Mass, adoration and prayer. Danke für die Zeit der heiligen Messe und der Anbetung des Gebetes. Thank you, God, for the many seen and unseen blessings fallen on us. Danke, Herr, für die vielen sichtbaren und unsichtbaren Segnungen, die über uns gekommen sind. For everything, Lord, we lift our heart and hand say, thank you, Jesus. Dafür alles erheben wir unser Herz und unsere Hände und sagen, danke, Jesus, Halleluja, Halleluja. Now I bless the articles. Nun segne ich die Gegenstände. First, I bless the Benedictine articles, that are Benedictine medal, of course. Zuerst segne ich die Benediktusgegenstände, wie die Benediktusmedaillen und Kreuzen. I have a special permission for the Benedictine to do that. Ich habe die besondere Erlaubnis der Benediktiner, das zu tun. Lord Jesus, right now, I bring the second half, the Benedictine crosses and medals for blessing. Herr Jesus Christus, in diesem Augenblick bringe ich die Benediktusmedaillen, Kreuzes und ein heiligsten Herzen. And I see bangles and other articles made of Benedictine articles. Und ich sehe auch Armreifen, andere Gegenstände, Benediktusmedaillen und Symbole. In spirit and truth, I dip them all in your hand. Im Geist und der Wahrheit auch ich sehe in dein Blut. Sanctify them. Heiliges Leben. Holy Spirit, breathe thunder. Heiliger Geist, hauch über sie ein. Hallelujah, hallelujah, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Shambhala. Send Benedict, pray for us. Heiliger Benedikt, bitte für uns. Heiliger Benedict. 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 Bitte für uns. With authority and power given to me in my priesthood. Kraft, Autorität und Erfahrung, welche mir meinen Priestertum Right gab. now, I bless the Benedictine articles. In diesem Augenblick sehe ich die Im Benediktusgegenstände. Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Now, bless the other articles. Nun sehe ich die anderen Gegenstände. Lord Jesus, I bring to you the crosses, the medals, the rosaries, Jesus, ich bringe die Kreuze, die Rosenkränze, die Medaillen, and the scapulars, the holy pictures, statues, die Skapulare, die heiligen Bilder, die Statuen, and normal crosses. die normalen Kreuze. All I dip in your precious blood. Ich tauche alles in ein heiliges, kostbares Blut. Sanctify them. Heiliges Herr. Breathe your spirit on them. Hauche den Heiligen Geist Make nicht them hinein. holy articles so that they may be able to fight all evil spirit with these holy articles. Mach aus ihnen heilige Gegenstände, damit sie dazu in der Lage sind, alle bösen Geister mit diesen Gegenständen zu bekämpfen. I pray that they may become sacramentals to bring spiritual, physical, and material blessings.
Ich bete, dass sie alle Sakramentalien werden, um spirituelle, materielle Segnungen zu bringen. Ich weile meine Gebete mit den Gebeten meiner Priester auf Erden. In diesem Augenblick segne ich diese Gegenstände. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Finally, I bless water, oil, salt. Anyone have? Schließlich segne ich Wasser, Öl und Salz. Are there anyone with those articles in the hands? Gibt es jemand mit solchen Gegenständen in die Hände? Okay. Lord Jesus, I present you water, oil and salt. Ja, Jesus, ich bringe dir Wasser, Öl und Salz. Jesus, make them sacraments. Jesus, mach aus ihnen Sakramentalien. Mix your holy blood with them. Vermische sie mit einem heiligen kostbaren Let the power of your blood flow to the water and oil. Lass die Vollmacht des Blutes durch das Wasser und durch das Öl fließen. Holy Spirit, breathe on them. Heiliger Geist, hauchen sich hinein. When they use them on their bodies when they are sick. Wenn sie sie an ihrem Leib benutzen, wenn sie krank sind. When they apply for others for illness, may they be healed. Wenn sie über andere anwenden, die krank sind, mögen sie geheilt werden. When they use them with food or drink, may they become real medicine for their healing. Wenn sie sie mit Essen oder Trinken benutzen, so mögen sie wahrhaftige Medizin sein zur Heilung. Right now, sanctify them. In diesem Augenblick heilige sie. Right now, bless water, oil and salt. In diesem Augenblick segne ich Wasser, Öl und Salz. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Anybody has any photos of people to be prayed over, take them and put on the lap. Bilder von Menschen, für die gebetet werden soll, so können sie jetzt auf den Schoß legen. And put your both hands on the photo. Und legt beide Hände auf die Bilder. Perhaps your photo may be on the mobile. Keep it open and put your hand on the mobile. Vielleicht ist euer Bild in eurem Smartphone, dann macht das Bild auf. Right now, Jesus, look at people holding the photos of their near ones. Jesus sieht, die Menschen halten die Bilder fest von jenen, die ihnen nahestehen, die ihnen lieb sind. You know their intention, why they are holding those photos. Du kennst ihre Intentionen, warum sie diese Bilder festhalten. Maybe for conversion, maybe for healing. Vielleicht zur Bekehrung, vielleicht zur Heilung. Maybe for a new life. Vielleicht zu einem neuen Leben. Maybe for a spiritual or physical blessing. Vielleicht zu einem spirituellen oder körperlichen Segen. I see parents holding the pictures of children that the children may get married soon. Ich sehe, die Eltern halten Bilder von Kindern, damit die Kinder bald heiraten. And I see some children holding the pictures of their parents so that parents may remain together in love and unity. Ich sehe, Kinder halten die Bilder ihrer Eltern, damit die Eltern in der Liebe und in der Einheit bleiben können. I see certain people holding the pictures of their dear ones who passed away. Ich sehe, gewisse Menschen halten die Bilder fest von ihren lieben Verstorbenen. Lord, forgive them, take them to heaven. Herr, vergib ihnen und führe sie in den Himmel. Right now, bless all the people represented in these photos. Diesem Augenblick sehen wir alle Menschen, die in diesen Bildern repräsentiert sind. Hallelujah, 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 hallelujah. Let miracles happen, Lord. Das Wunder Let wonders happen, Lord. Hallelujah. Let be healed, liberated. Hallelujah, 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 hallelujah. Now I bless all the people represented in the photos you are holding. Nun sehe ich alle Menschen, die in diesen Bildern repräsentiert Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Now the deacons and priests will come and sprinkle the holy water that is exorcised. Nun werden die Diakone und Priester kommen und das Weihwasser sprenkeln, das exorziert ist. Now show the article. Zeige die Gegenstände. See that the water falls on the articles. Und sieh zu, dass das Wasser überfällt. Nichts mehr so.
lasset uns beten. Herr, unser Gott, in dieser heiligen Feier haben wir die Gnade ewiger Erlösung empfangen. Gib, dass wir in Gedenken an die Schmerzen der seligen Jungfrau Maria bereit sind, die Bedrängnisse unseres Lebens zu ertragen und so zu ergänzen, was noch fällt an den Leiden Christi für seinen Leib, der die Kirche ist. Da bitten wir in Christus, unseren Herrn. Amen. I'm going to give a blessing of indulgence. Nun gebe ich euch den Ablasssegen. You know, in a retreat of this type, the church gives a plenary, that means complete indulgence. Wisst ihr, bei solchen Exerzitien gibt die Kirche den vollkommenen Ablass. You can offer it maybe for yourself, for anyone living, or for those who die. Ihr könnt es auch noch machen, entweder für euch selbst, für jemanden, wo am Leben ist, oder für jemanden, wo gestorben ist. Already I see many souls now eagerly waiting for this indulgence. Ich sehe bereits viele Seelen, die wirklich auf diesen Ablass warten. Lege die Hand auf die Brust. Offere diesen Ablass dem Herrn ab. Officially, when I give the blessing, you will receive it. And for intention of Holy Father, you say, Our Father, and His glory. Wenn ich das gebe, ist offiziell empfangen und die müsst dann einfach in uns, das heißt Maria und ihres sein, in der Intention vom Heiligen Vater des Papstes. Lord Jesus said, now look upon these people who attended the retreat. Herr Jesus Christus, siehst du diese Menschen, die bei den Exerzitien gewesen sind? And all those who attended this Holy Mass. Und siehst du all jene, die bei dieser heiligen Messe gewesen sind? I pray that you open the heaven and shower the indulgence upon them. Ich bete, dass du den Himmel öffnest und dass du den Ablass über sie herabfließen lässt. You know their heart and you know for whom they are offered. Du kennst ihre Herzen, du weißt, für wen sie das auch aufopfern. May that indulgence right now fall on you. Möge diese vollkommene Ablass in diesem Augenblick über euch kommen. And may it reach to whomever you are offered. Und möge es die Person erreichen, für wen auch immer ihr das aufgeopfert habt. Señor, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht, ihr seid gesendet, geht hin in Frieden. Dank sei Gott, der Mensch. Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, und Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Traube möchte was sagen. Please sit down. Bitte setzt euch. Es wurde schon so viel Danke gesagt. Wir sind dankbar, dass wir diese Exerzitien organisieren durften. Wir sind dankbar, dass wir mit das Werk Gottes arbeiten dürfen. So geht unser Dank jetzt an den dreifaltigen Gott. Und ganz besonders ist es im Herzen, Vater James zu danken, Gott zu bitten, dass er ihm noch viele Jahre der Gesundheit schenkt und dass er im nächsten Jahr wieder zu uns kommt. Auch möchte ich danken Richie und seiner Familie.
wir sehr, sehr viel mit nach Hause genommen. Wenn ich an die letzte denke, ist das anscheinend ein Programm für unser Leben. Ich will nicht weiter Danke zu sagen, weil ich vergiss sicher irgendjemand. Der Dank geht an unseren dreifaltigen Gott und an Maria. Und wir bitten jetzt schon bei der James, dass du, wenn das dir deine Gesundheit erlaubt, dass du nächstes Jahr wieder zu uns kommst. Danke ich euch, dass ihr jetzt alle zum Essen geht und ich danke, dass etliche da bleibt und aufräumen helft. Bitte, wer immer dann Zeit hat, bitte lassen wir jetzt erst die Braten essen gehen, geht sie hinüber, sonst geht es dann vorbildlich geklappt. Aber die mit dem Bus wegfahren, schenken wir ihnen die Gnade. Inzwischen können sie dann anfangen, die Tische aufzuräumen. Aber bitte nicht trinken, essen, weil sonst muss ich die Saalmiete zahlen. Das ist Blödsinn. Esst das Gescheite. Danke, danke, danke für alles. Beim ewiges Verlöste. Eines möchte ich noch sagen, bitte. Es ist ein Telefon wurde bei mir aufgegeben, ein Handy. Wer immer das gehört, bitte zu mir kommen. Danke. Danke möchte ich sagen Gerhard, weil Gerhard seine rechte Hand und meine linke, wir haben das organisiert. Ich glaube allein. Und viele, die mitgeholfen haben. Danke. Usually at the end a photo with the small children. All the children please come. Normalerweise mache ich ein Bild am Schluss mit den kleinen Kindern. Bitte alle kleinen Kinder, kommt vor. Together with you a photo. Here, come in front. Ich mache ein Bild gemeinsam mit euch machen. Die Kinder alle noch vorkommen. Die Kinder.